Hallo zusammen, hier spricht Rain und ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Tutorial. Ich werde euch heute zeigen, wie ihr in Photoshop ganz einfach einen Planeten erstellen könnt. Ich verwende hier die Photoshop Creative Cloud Version, allerdings könnt ihr das auch mit einer älteren Version wie beispielsweise Photoshop CS1 oder 2 erstellen, denn die Funktionen und Filter, die wir verwenden werden, sind auch in den früheren Versionen von Photoshop bereits vorhanden. Wenn ihr in Photoshop Planeten erstellen wollt, gibt es erstmal zwei Möglichkeiten. Entweder ihr kauft euch Lunacell von Flaming Pier, das sieht dann so aus. Allerdings hat es einen sehr eindeutigen Look und ich finde ihn auch nicht sehr attraktiv. Man hat zwar einige Möglichkeiten, Einstellungen durchzuführen, aber letztendlich, naja, ist es eben nur ein Filter, der halt einen Planeten erstellt. Es ist nichts, was ihr selbst gemacht habt. Es ist natürlich eine Möglichkeit, sehr schnell sehr viele Planeten zu generieren, aber ich persönlich bevorzuge die Do-it-yourself-Variante. Die Do-it-yourself-Variante sieht nun folgendermaßen aus. Geht am besten in die Google-Bildersuche und sucht euch eine geeignete Stein- oder Felstextur aus, die die Basis für euren Planeten darstellen wird. Ich habe mich für diese Textur entschieden. Wie ihr seht, hat sie einige Farbunterschiede und interessante Muster sowie Risse, die einfach auf dem Planeten interessante Strukturen erstellen werden. Sie ist einigermaßen aus der Distanz ausgenommen, das heißt, ich habe jetzt nicht irgendwelche Kieselsteine oder irgendwas in der Richtung. Das würde komisch aussehen. Ich habe auch keine Ästchen oder Zweige, die drauf liegen. Was nicht schlecht wäre, wäre vielleicht etwas Moos, etwas grünes Moos für grüne Flecken auf dem Planeten, aber gut, das muss jeder für sich selber entscheiden. Und da ist es wirklich eigentlich das Beste auszuprobieren, ob das am Ende wirklich gut aussieht, ob einem das Ergebnis gefällt. Ich habe die Textur jetzt in Photoshop geöffnet und kopiere sie in mein Planetenbild. Das ist einfach nur ein 1080 x 1080 Bild, mit einer Auflösung in diesem Fall von 72 Pixel. Ich werde es nicht für Druck verwenden, insofern passt das. Und schwarzem Hintergrund. Das mache ich nun und passe es entsprechend auf eine geeignete Größe an. Sagen wir einfach mal so. Als nächstes wähle ich das runde Auswahlwerkzeug aus, halte Alt und Shift gedrückt und ziehe entsprechend die Größe aus, die ich am Ende bei dem Planeten haben möchte. Ich invertiere die Auswahl und lösche. So, ich invertiere wieder und habe jetzt wieder den Planeten, oder besser gesagt den zukünftigen Planeten, ausgewählt. Ich gehe nun auf das Menü Filter, Distort oder auf Deutsch Verzerren und den Filter Spherize oder auf Deutsch Wölben. Amount oder Menge auf 100%, auf OK. Das Ganze nochmal mit Steuerung F oder eben hier oben Filter wiederholen und habe nun den grundsätzlichen Planeten. Das gefällt mir jetzt aber nicht so ganz, denn genau diese Stelle hier ist der Fokus. Das heißt, ich mache das Ganze rückgängig und überlege mir vielleicht, diese Stelle in den Fokus zu rücken. Erneut rundes Auswahlwerkzeug, Steuerung und Shift gedrückt, ziehe eine runde Auswahl aus, invertiere, oder beziehungsweise einfacher ist es wahrscheinlich, diese runde Auswahl auszuwählen, zu kopieren, den Layer zu löschen, aus dem einfachen Grund, jetzt habe ich auch nichts mehr, was hier außerhalb des Bildbereichs vorhanden ist von dem Layer. Ich wähle das Ganze wieder aus, in diesem Fall einfach mal mit dem Zauberstabwerkzeug, sodass ich die Kreisfläche ausgewählt habe. Mach noch einmal das Spherize oder Wölben von vorne mit 100%, von vorhin, zweimal. Und naja, ich glaube, das sieht jetzt ein wenig interessanter aus. An dieser Stelle kann ich bereits einige Entscheidungen treffen. Möchte ich denn die aktuelle Farbe der Textur beibehalten? Möchte ich eine eigene Färbung versuchen? Ich könnte zum Beispiel hergehen und mit dem Shortcut Steuerung Shift U den Planet entfärben. Jetzt wirkt es wie ein Mond. Jetzt könnte ich hergehen und beispielsweise die Risse einfärben. Blau zum Beispiel, dass sie aussehen wie Flüsse. Wäre eine Möglichkeit. Ich könnte jetzt hier eben verschiedene Bereiche auswählen, verschiedene Bereiche einfärben. Ich kann auch einfach nur hergehen und mit dem Shortcut Steuerung U die Hue Saturation aufrufen und hier mit der Farbe spielen. Auch dabei können interessante Ergebnisse rauskommen. Jetzt wirkt es fast schon wie eine Art, naja, Planet mit Meer, eigentlich nicht mehr wie eine Falschfarbenaufnahme, trotzdem nicht uninteressant.
Der Einfachheit halber, denn in dem Punkt könnt ihr wirklich spielen, lasse ich es einfach mal wie es ist. Ich möchte aber eine kleine extra Ebene an Details oder an interessanter Optik hinzufügen, mache dafür Folgendes. Ich wähle die Kreisfläche aus und erstelle eine neue Ebene. Auf dieser Ebene erstelle ich Wolken. Das ist einfach unter Rendern und Wolkenfilter, Clouds auf Englisch. Nun habe ich hier Wolken erstellt. Ich wähle den Ebenenmodus Multiplizieren oder Multiply und habe jetzt eine Art Schattenmuster auf dem Planeten. Jetzt wähle ich aber nicht die Wolken aus, sondern ich möchte, dass das Ganze ein bisschen faseriger aussieht. Gehe nochmal auf Filter, Rendern und sage Differenzwolken. Das Ganze jetzt nochmal. Und nun werde ich einfach die Opacity oder Deckkraft auf 50% setzen. Jetzt habe ich eine Art Schattenmuster auf dem Planeten. Wer weiß, wodurch es erzeugt wird, aber es sieht vielleicht ganz interessant aus. Ein Planet ohne Atmosphäre ist vielleicht ein wenig langweilig. Das heißt, wir erstellen einfach nochmal eine Ebene, wählen nochmal die Kreisfläche aus und erstellen eine weiße Ebene. Das heißt, wir füllen einfach diese neue Ebene mit einem weißen Kreis und wählen erneut den Ebenenmodus Multiplizieren. Das Weiß ist jetzt unsichtbar. Wäre es schwarz oder eine andere Farbe, würde diese drüber multipliziert werden, aber Weiß, wie gesagt, sehen wir nicht. Jetzt doppelklicken wir auf diese neue Ebene und klicken Outer Glow. Outer Glow bietet uns einen Atmosphäreneffekt. Jetzt können wir ein wenig mit den Einstellungen spielen. Ich mache die Atmosphäre ein wenig schmaler, etwas kleiner. 40 ist in Ordnung. Vielleicht machen wir die Atmosphäre etwas grünlich. Nicht ganz so grün, etwas heller, dass er einen grünlichen Schein hat. Etwa so, das sieht doch ganz gut aus. Ich kopiere eben den Farbcode hier raus, denn wir wollen auch, dass der restliche Planet ein wenig nun dunstig wirkt. Dafür machen wir ein Inner Glow. Gleiche Farbe, kopieren den Farbcode hier unten rein. Size ist in Ordnung. Wir machen die Deckkraft ein wenig geringer. Sagen wir mal auf 25, das ist okay. Jetzt hat der ganze Planet einen grünlichen Stich. Ja, fehlt denn da noch etwas? Natürlich. Wie wäre es mit Wolken? So, wie erstellen wir die Wolken? Das ist eigentlich ganz einfach. Wir ziehen erstmal nochmal Google zu Rate und suchen, also ich habe jetzt nach Cloud Map gesucht in der Bildersuche. Da kommen dann eine ganze Menge von diesen Bildern, die wir brauchen. Ich habe mich einfach mal für das erste entschieden. Das sieht so aus. So, hier machen wir eine rechteckige Auswahl. Mit gedrückter Shift-Taste bleibt das Seitenverhältnis gleich. Ich wähle einfach mal diesen Bereich hier aus. Der ist ganz in Ordnung, denke ich. Kopieren, Steuerung C, einfügen, Steuerung V. Wir wählen hier den Ebenenmodus Screen oder Invers Multiplizieren aus, damit wir nur noch die weißen Wolken sehen. Das Schwarze ist jetzt transparent. Mit Steuerung T transformieren wir die ganze Geschichte, machen sie etwas kleiner. Erneut mit gedrückter Shift-Taste stellt ihr sicher, dass das Seitenverhältnis gleich bleibt. Und schauen wir, dass wir das Ganze auf die Größe des Planeten bringen. Das muss nicht hundertprozentig passen, das werden wir jetzt sowieso noch zurechtschneiden, aber einigermaßen wenigstens. So, das passt. Wir wählen erneut die Kreisfläche aus, invertieren die Auswahl, wobei, nee, das können wir uns diesmal sogar sparen, aber für die Zukunft invertieren der Auswahl ist Steuerung Shift-I. So, die Kreisfläche, also außen um der Nicht-Kreisbereich ist ausgewählt, entfernen und haben jetzt hier eine Wolkenschicht. Nein, das sieht noch nicht wirklich gut aus, denn wir müssen noch einmal wölben, also verzerren oder distort und wölben oder spherize. Möglichst natürlich mit ausgewählter Kreisfläche, das heißt auswählen, invertieren, dass auch wirklich der Kreis ausgewählt ist. Spherize. Nochmal, immer zweimal, dass es auch möglichst kugelig aussieht. So, jetzt duplizieren wir die Wolkenebene
und transformieren sie erneut mit Steuerung T. Und mit gedrückter Shift- und Alt-Taste machen wir sie ein bisschen größer. Nur ein kleines bisschen. Die erste Wolkenebene, die jetzt noch genau die Größe der Kugel hat, wählen wir aus und drücken Steuerung I. Das sieht ja seltsam aus. Kein Problem, wir müssen nämlich einfach noch hergehen und den Ebenenmodus multiplizieren auswählen. Was haben wir jetzt gemacht? Wir haben zuallererst Schwarz und Weiß vertauscht. Mit Steuerung I, also invertieren. Danach haben wir den Ebenenmodus geändert. Das heißt, wir haben jetzt die gleichen Wolken nochmal, allerdings schwarz und direkt auf der Oberfläche. Schlicht und ergreifend ein Wolkenschatten. Das Ganze können wir jetzt, wenn wir wollen, noch ein wenig unscharf machen. Dazu wählen wir Filter, Weichzeichnen oder Blur und Gaußschen Blur oder Gaußscher Weichzeichner. Das ist ein bisschen viel. Ich denke mal, es reicht, wenn wir so auf 5 gehen. Oder sagen wir 3,5. Welchen Sinn hat das? Ganz einfach. Wenn wir eine Atmosphäre haben und die Sonnenstrahlen da durchgehen und Schatten erzeugen, dann sind diese Schatten unscharf. Warum? Weil die Atmosphäre das Sonnenlicht streut. Im Weltraum haben wir gestochen scharfe Schatten, aber wie gesagt, in der Atmosphäre, je weiter die Fläche, auf die der Schatten fällt, vom schattenwerfenden Objekt weg ist, desto unschärfer wird der Schatten. Und da die Wolken doch relativ hoch oben sind, das heißt, wir haben da schon einen gewissen Abstand zwischen Wolken und Oberfläche, sollten wir diese Schatten ein wenig unscharf machen. Wir könnten, wenn wir das wollen, jetzt auch noch ein bisschen mit der Opacity, also der Deckkraft spielen, die noch etwas schwächer machen, aber für den Moment reicht das erstmal. So, und damit haben wir eigentlich, ich speichere das Ganze mal, auch schon einen fertigen Planeten. Jetzt könnt ihr natürlich noch hergehen und sagen, okay, die Sonne kommt jetzt aber nicht direkt von vorne. Das heißt, momentan sieht es so aus, dass wir quasi direkt aus der Sicht der Sonne schauen. Das muss natürlich nicht sein unbedingt. Ich werde das Ganze jetzt mal hergehen, auswählen, in eine Gruppe stecken. Also sprich einfach alles mit gedrückter Shift-Taste auswählen, Rechtsklick, Gruppe aus Ebenen oder Group from Layers. Dann wähle ich erneut eine Kreisauswahl, also mache ich eine Kreisauswahl und ziehe einen großen Kreis. Einen wirklich großen Kreis. So etwa. Ich mache eine neue Ebene und fülle diesen Kreis mit Schwarz. Das Ganze wird jetzt noch mit dem Gaußschen Weichzeichner, also Filter, Blur oder Weichzeichnen, Gaußschen Blur oder Gaußscher Weichzeichner, ja, weich gezeichnet eben. Hier können wir schon ein bisschen mehr machen. Machen wir mal 50, denn dieser Schatten ist natürlich auch unscharf. Das ist unsere Tag- und Nachtgrenze. Und wenn ich jetzt hier noch Sterne im Hintergrund hätte, sieht man die auch nicht. Dumm. Natürlich wollen wir Sterne im Hintergrund sehen. Ich habe jetzt hier keine, aber nichtsdestotrotz. Aber das geht mit einem ganz einfachen Trick. Rechtsklick auf die Schattenebene, Create Clipping Mask oder Clipping Maske erstellen. Das hat sich aber nichts geändert. Doch, denn dieser Schatten wird jetzt nur noch auf der Ebene des Planeten dargestellt. Im Bereich des Planeten. Denn er ist jetzt hier eine Clipping-Maske für die Planetengruppe. Wenn ich jetzt hier nochmal eine Ebene erstelle mit Sternen, schaut euch diese wunderbaren Sterne an, dann seht ihr, jetzt funktioniert es. Jetzt werden die Sterne auch da angezeigt, wo eigentlich der Schatten ist. Wenn ich die Clipping-Maske wieder auflöse, sind sie weg. Und das war's, liebe Freunde. So erstellt ihr in Photoshop einen Planeten. Natürlich ist das hier nur die Grundlage. Ihr könnt hier mit allen möglichen Sachen spielen. Ihr könnt mehrere Texturen über den Planeten legen, beispielsweise für Städte, also Leuchttexturen und dergleichen. Aber das ist die Grundlage und ich denke mal, auf dieser Grundlage kann man
ganz gut aufbauen und ein paar schöne Sachen erstellen. Ich werde euch jetzt noch ein paar Bilder von Planeten einblenden, die ich bereits mit dieser Methode erstellt habe. Das war's von meiner Seite. Wenn es euch gefallen hat und ihr gerne mehr Tutorials sehen würdet, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Kreativsein. Euer Rain.